Herzlich willkommen zu einem Sommerspezial aus der Aquarellwerkstatt. Es ist Sommer und wir machen jetzt gerade auch ein wenig Urlaub. Um euch die Wartezeit bis zum nächsten Video etwas zu verkürzen, laden wir hier in loser Folge ein paar Überraschungsvideos für euch hoch. Es handelt sich dabei um Zusammenschnitte einiger vergangener Live-Malabende. Falls ihr an so einem Live-Event demnächst auch einmal dabei sein wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Unterstützerbereich. Bei einer monatlichen Unterstützung unseres Kanals mit zum Beispiel 10 Euro bekommt ihr zusätzlich zu allen Skizzen und Fotos auch Zugang zu den monatlichen Livestreams. Dies sind Malabende hier auf YouTube, an denen wir zusammen malen und ihr im Chat auch Fragen stellen könnt. Bei Abschluss eines Unterstützerpakets, das übrigens ganz einfach monatlich kündbar oder wechselbar ist, bekommt ihr natürlich auch sofort Zugriff auf alle älteren Streams, so dass ihr den folgenden Zusammenschnitt auch in Echtzeit Pinselstrich für Pinselstrich sehen könnt. Nun aber erstmal viel Spaß mit diesem Film. Schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid mit einem wunderschönen Thema heute, wie ich finde. Das ist das Wunschthema gewesen von einigen von euch. Ich habe wirklich viele interessante Vorschläge bekommen für diesen Wunschabend. Ich würde sagen, wir switchen gleich mal um. Ich habe euch natürlich wieder ein Buch mitgebracht und das stelle ich jetzt vor. Hier habe ich einmal hergelegt das Bild, was vielen von euch ja schon bekannt ist. Das ist diese weiche Wäsche, weich auch, ja, weich gemalte weiße Wäsche von Singer Sargent aus dem Jahr 1910, ein Aquarell. Das wollte ich unbedingt noch mal hier vorher gezeigt haben, bevor wir das eigentliche Buch besprechen, was ich heute vorhabe mit euch. Hier einmal kurz schauen, wie interessant er das hier gemacht hat mit den weichen Verläufen hier vorne und diesen harten Kanten da hinten. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Das habe ich jetzt euch gezeigt aus dem Buch John Singer Sargent Watercolors. Ich habe von Singer Sargent mittlerweile, glaube ich, 5 oder 6 Bücher und eins ist neu und das möchte ich euch heute zeigen. Dieses Buch habe ich mir in New York vor 1,5 Jahren gekauft. Das ist ein Katalog aus einer Ausstellung, die in der National Gallery of Art in Washington 2022 gelaufen ist und beschäftigte sich mit Sargent und seinen Reisen nach Spanien. Das ist also ein spezielles Thema. Singer Sargent, eigentlich war der so ein Kosmopolit, also der ist in Florenz geboren, da hat er auch seine ersten Lebensjahre verbracht, dann in Paris ausgebildet und dann lebte er überwiegend in London in seinem Erwachsenenleben, aber war ständig in Europa unterwegs und unter anderem auch ganz viel in Spanien. Und diese Ausstellung widmet sich 120 beeindruckenden Ölgemälden, Aquarellen und Zeichnungen, von denen viele nur selten ausgestellt wurden. Also es ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Und was wirklich, wirklich toll ist, ist dieser Katalog. Der ist unglaublich wertig gemacht. Und hier haben wir schon mal das erste Aquarell. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ich soll das so ein bisschen hochhalten, hat Ingo gesagt, dann blendet das nicht. Wie schlampig und brutal sozusagen diese graue Fläche hier ist. Das ist ja irgendwie so ein weißes Gefäß, nehme ich mal an hier, ja, gemalt ist. Und wie fein dann hier diese Formen hier oben mit diesem Türkiston, grün, blaue Farbtöne und wie er hier schon mit dem Weiß umgeht, ja. Also ist so beeindruckend, finde ich, ist das Aquarell. Und dann gibt es eben, wird viel erzählt, warum er nach Spanien gegangen ist. Zunächst mal, hier gibt es eine schöne Übersicht im Katalog, wann er in Spanien war, wie lange er da war und welche Orte er bereist hat. Auf Mallorca war er auch. Genau, und dann geht es im Buch halt sehr stark auch um seine Beziehung zur Musik. Sargent selbst war ein sehr begabter, begnadeter Musiker, der hat sehr gut Klavier gespielt und man sagt über ihn, dass er auch hätte Pianist werden können. Und ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung gelesen, irgendwo in einem der Bücher, wenn er die Leute porträtiert hat, er ist ja wirklich berühmt geworden durch seine Porträts, dann hat er, wenn es mal nicht so gut lief mit der Malerei, dann hat er entweder sein Klavier gestimmt, das wird an einer Stelle erzählt, oder er hat dann eben Klavier gespielt. Also das hat ihm so geholfen, sich zwischendurch zu entspannen. Und ist nach Spanien gegangen, weil er eine ganz große, tiefe Verbindung zum Flamenco hatte. Also das hat er auch in Öl gemalt, das Bild. Das ist jetzt hier eine Studie in Aquarell. Und hier sind die Skizzen dazu. Und da sind auch hier wunderschön, haben sie ausgegraben in dieser Ausstellung diese Tanzskizzen.
mit Bleistift. Also da sieht man, wie er da sich vorbereitet hat auf diese Bilder und wie er ständig immer und überall skizziert hat. Dieses Gestische, ja, von dem, das ist mit Sicherheit nicht nach einem Foto, geht ja gar nicht, sondern direkt in so einer Flamenco-Vorstellung gezeichnet und das schwingt förmlich oder klingt, ja. Also diese Skizzen sind schon genau dieser Tanzgeste nachempfunden, finde ich sehr eindrucksvoll. Dann hat er auch viel fotografiert, das hat man auch herausgefunden. Und in diesem Katalog gibt es auch Fotos von ihm zu sehen. Und hier ganz schön zu sehen, ich komme ja gerade von einem sehr erfüllenden Porträtkurs, den ich gegeben habe. Und da haben wir auch eine Form im Licht gemalt des Gesichtes und dann die Schattenform hier unter dem Hut. Genau das hatten wir auch zum Thema. Und nur mit diesen wenigen Schattenformen hier dann das Porträt dargestellt. Und das haben wir hier schon bei Sargent. Oder guckt hier, wie mit wenigen Strichen er diese Hände darstellt. Quasi stenografisch könnte man sagen. Ah, das wollte ich eigentlich zeigen. Genau. Da ist es nochmal ein bisschen größer. Ja, also hier durch die Form des Schattens entstehen die Gesichtszüge und die Augen fehlen ganz. Das ist jetzt unser heutiges Thema sozusagen weißer Stoff mit Schatten und Faltenwurf. Und da imponiert mir sehr, mit wie wenig Mitteln er hier umgeht, ja, und mit harten Kanten und völlig unbekümmert scheint es. Also der Strich sieht sehr willkürlich gesetzt aus. Unwillkürlich wollte ich sagen. Es war immer willkürlich bei ihm. Man denkt immer, die Sachen sind so locker und spontan, aber es war alles genau geplant. Also es wurde wirklich über ihn gesagt, er hat dann bei jedem Strich erstmal in der Luft seine Hand gehalten und dann kam der Strich, gerade bei den Aquarellen, entschieden aufs Papier und das war auch nur einer, wenn er nur einen brauchte. Und das sieht man hier. Ja, er ist nicht da nochmal und nochmal, sondern die Sache wurde vorher bedacht und dann schnell ausgeführt. Hier nochmal diese interessanten architektonischen Bleistiftskizzen. Okay, das dazu. Und Sargent und Anders Zorn sind ja totale Zeitgenossen. Also der Anders Zorn ist 5 Jahre später geboren und 5 Jahre eher gestorben. Aber ansonsten haben die völlig zur gleichen Zeit gelebt. Ach so, ich habe deswegen jetzt vom Anders Zorn angefangen, um euch zu fragen, ob schon jemand in der Anders Zorn Ausstellung war. In Hamburg. Ich werde da auf alle Fälle natürlich noch hinfahren. Bisher hatte ich einfach noch keine Zeit. Aber ich freue mich, wenn es jemand im Chat schreibt. Also, das ist meine Skizze. Ihr habt im Vorspann, glaube ich, das komplette Foto noch mal gesehen. Das ist hier ein Ausschnitt aus einem etwas größeren Foto. Da war unglaublich viel Wäsche aufgereiht, also nicht nur 3 Wäschestücke wie jetzt hier, sondern, weiß ich nicht, 7 oder 8. Das war mir für heute Abend ein bisschen zu viel und von daher beschränke ich mich hier. Ich habe es schön beschnitten, sodass eine schöne Komposition entsteht und, ähm das fangen wir jetzt an zu malen. Ich hoffe, die Skizze habt ihr schon. Gibt es schon Fragen? Welchen Ersatz kann man für Viridiangrün nehmen? Ja, Viridiangrün brauche ich, glaube ich, gar nicht. Doch, ein bisschen für die Fensterläden. Da nimmt man dann einfach irgendein anderes Grün. Also Chromoxid feurig und Phthalogrün, diese 3 Grüns und Viridian Green, also Viridiangrün, die sehen sich sehr ähnlich. Das sind diese Grüns, die alle diesen giftgrünen Touch haben, was man ja gruselig findet normalerweise und auch nicht so im Bild verwendet. Ich zeige euch das mal hier. Das ist das hier, ja. Und das Chromoxid sieht sogar noch ein bisschen chemischer aus und quietschiger. Und wenn man das nicht hat, kann man Chromoxid oder auch Phthalogrün nehmen. Das sind alles die gleichen Grüns. Und das Grün ist nur deshalb so toll und wertvoll, weil es eben hochtransparent ist und wenn es jetzt gemischt wird mit einem Blau, dann habe ich ein wunderschönes Türkis. Und wenn ich es mische mit einem transparenten Blau, dann habe ich sogar noch ein leuchtendes Türkis, ja, weil beide Farben transparent sind. Und transparente Grüns sind nicht so häufig zu finden. Okay, gut, dann starte ich jetzt erstmal mit meinem ersten Farbauftrag und zunächst mal male ich diese wunderschöne blaue Wand. So, jetzt müssen wir gucken, was hier überhaupt alles blau ist, weil hier kommt ja nachher dann das dunkle Fenster rein. Und jetzt wollen wir möglichst häufig diese Farbigkeit auch variieren. Und vielleicht einmal kurz auf eurem Bildschirm gucken, hier zu mir her, wenn ihr schon am Malen seid. Dieser Tropfen, der sich hier sammelt, ja, im unteren Bereich, der ist jetzt wichtig, um wirklich schön eine lebendige, variable Fläche zu bekommen. Ich lasse so ein ganz bisschen hier diese weiße Wäscheleine frei, aber das macht nur Sinn, wenn man wirklich einen ganz zarten Strich dahin bekommt. Sonst ist das zu grob und wir machen das dann eher mit einem weißen Pinselstrich nachher. Das sieht dann besser aus. So, und wenn dann hier so ein Tropfen, kann man entweder einmal hier so einen Steg machen, dann kann der Tropfen da so ein bisschen runterlaufen, oder man saugt ihn dann ab. Und ich will gleich mal hier oben ein bisschen Ocker reingeben,
damit das so ein bisschen variiert ist und nicht zu gleichmäßig aussieht. Denn unten will ich dann auch nicht nur mit diesem Blau arbeiten. Weiter geht's wieder mit der gleichen Mischung hier, nicht zu blau. Und mit viel Wasser. Die Schatten kommen ja später drauf. Hier kommt nachher das Fensterbrett hin und hier spare ich jetzt schon die weiße Wäsche, also die beiden weißen Handtücher aus. Da können wir relativ schnell zumalen und gucken, dass hier nicht komplett anders aussieht als oben. Also ruhig wieder ein bisschen vom Ocker hier, spritzt das mal so ein bisschen rein. Schön ist, wenn es schon jetzt ein bisschen variiert in diese grünliche Richtung, ja? Also eine schöne variable blaue Fläche. Und jetzt kommt die Struktur noch rein. Es hat ja schon so ein bisschen Granulation durch die Farbe Zylinblau, die granuliert. Also diese kleinen Putzstrukturen, die habe ich dadurch schon auf meiner Wand. Aber ich möchte davon noch ein bisschen mehr haben. Und deswegen sprühe ich jetzt mit der Sprühflasche da rein und auch mit dem Kunststoffpinsel so ein paar Wassertropfen. Das ist jetzt hier ein kleiner Kunststoffpinsel, der ist nicht so nachgiebig wie meine Naturhaarpinsel und schnipst deswegen besonders schön. Na gut, lassen wir jetzt erstmal so. Weiter geht es jetzt mit diesen ganz dunklen Bereichen. Da haben wir einmal dieses Fenster hier auf der linken Seite hinter dieser blauen Jacke und diese grünen Fensterläden auf der rechten Seite. Und wenn wir das gemalt haben, dann müsste eigentlich diese Wäsche schon schön rauskommen. Ja, also das nennt man Negativtechnik. Man malt etwas hinter etwas anderem und dadurch leuchtet das, was sich vorne befindet, besonders schön. Ultramarin habe ich schon hier drin, Sienna gebrannt und Ultramarin mit viel Pigment und viel Wasser. Das heißt, nee, ich fange, glaube ich, erstmal mit ziemlich viel Sienna gebrannt an. Denn es gibt hier noch so, wenn man genau hinguckt, so einen Holzrahmen. Aber das Ultramarin ist auch schon dabei. Sienna gebrannt und unten können wir auch eine kleine Spur Lasurorange mit reingeben oder irgendein Orange, was ihr da jetzt greifbar habt. Das belebt die Sache hier ein bisschen. Das ist jetzt dieser Holzrahmen, den male ich jetzt zunächst mal. Und dann soll der Farbauftrag von diesem Holz mit dem Inneren des Fensters möglichst verschmelzen. So, hier ist wahrscheinlich auch ein klein bisschen dieser Rahmen zu sehen. Das soll aber alles schon relativ dunkel sein. Also ruhig noch mal ein bisschen was Dunkles mit rein hier. Dann gibt es hier zwischen den Fensterflügeln eine Dunkelheit und das alles möglichst nass in nass, weil das soll gar nicht so ganz genau zu sehen sein. Da habe ich das Foto ein bisschen verändert. Ich habe mein Fenster hier einfach ein bisschen länger gemacht, damit das weiße Handtuch hier in der Mitte noch vor diesem ganz dunklen Fenster beginnt. Okay, und jetzt machen wir gleich, solange wie das noch nass ist hier, weiter mit diesem ganz dunklen Innenleben. Und da mische ich wieder Ultramarinblau, jetzt überwiegt aber das Blau und Sienna gebrannt und jetzt auch noch ein bisschen Alizarin dazu und nicht so sehr auf der Palette zu einer Pfütze ausmischen, sondern es soll, hier sieht man es jetzt gerade schön, ganz lebendig mit vielen bunten Farben sein, aber alles eben in einem wahnsinnig dunklen Bereich. Und möglichst hier eine weiche Kante zu dem vorher gemalten Rahmen. Und aufpassen, dass man schön die Jacke hier ausspart, denn die wird ja nachher leuchtend blau gemalt. Und hier brauchen wir einen geraden Abschluss. Also es darf im Innenleben des Fensters hier, ja, darf es wirklich verschiedene Farbnuancen erkennbar sein oder sollen. Denn da stehen irgendwelche Sachen drin, da ist vielleicht irgendwas noch aus dem Innenraum zu erkennen. Also ist nicht wirklich zu erkennen, aber zu erahnen. Also die Farbe, die ich jetzt hier drauf streiche, hat die Konsistenz von mindestens ungeschlagener Schlagsahne oder schon so flüssigen Honig. Aber flüssig ist das wichtige Wort dabei, nicht zu trocken. Okay, und mit dem anderen Fenster machen wir ganz ähnlich, nur dass da sind ja so Fensterläden noch davor und da möchte ich gern diese Farbe des Fensterladens so ein bisschen andeuten. Und da gebe ich in diese Mischung, die ich jetzt hier schon habe, von dem anderen Fenster, das Viridiangrün dazu. Und da würde jetzt eben auch irgendein anderes Grün gehen. Es sollte so eine kühle grüne Farbe entstehen, die überhaupt nicht leuchtend ist. Also ein gebrochenes, kühles Grün. Ich habe jetzt auch hier in diese gesamte Sache nochmal Ultramarinblau hineingegeben. Und wenn es dann zu leuchtend immer noch ist, dann könnte man noch ein bisschen mit Rot die Sache abdunkeln oder abbrechen oder eben mit Sienna gebrannt, dann wird es ein bisschen wärmer.
Also es soll genau die gleiche Dunkelheit haben wie das andere Fenster, nur dass die Farbe so ein bisschen variiert und dadurch, dass wir das Blau mit drin haben, fügt es sich jetzt auch gut in die Gesamtkomposition ein. Also auf keinen Fall irgend so ein leuchtend grünes Fenster, das würde ich nicht machen. Ich variiere das noch ein bisschen mit Sienna gebrannt. Und hier wieder aufpassen, dass man schön um die helle Kante des Handtuchs hier herum malt. Und hier ist noch so ein kleines Stück Wäscheleine. Wenn man die ab und zu mal sieht, ist schön, aber wir können sie nachher auch auswaschen oder ich werde sie nachher auch auswaschen. Auch bei den Wäscheklammern versuche ich hier um die Form herumzumalen. Und wieder mit Sienna gebrannt wird jetzt hier der Rest weiter gemalt. Und dann nehme ich Neutraltinte ganz trocken in den Pinsel und setze mir hier schon mal die Trennlinie, die man da sieht, zwischen den Fensterläden. Ich glaube, das kann so reichen. So, und jetzt könnten wir die ganze Sache einmal föhnen. Dann machen wir jetzt mal weiter mit Grundierung und ein bisschen Modellierung der Wäschestücke. Ich fange an mit der blauen. Ich glaube, das ist eine Jacke. Also es sieht so ein bisschen aus wie eine Hose, aber es ist, glaube ich, eine Jacke mit Ärmeln, mit kurzen Ärmeln. Damit fange ich an und das ist eigentlich schön, dieses Kleidungsstück, weil das so diese blauen Farbton wieder aufnimmt. Da arbeite ich jetzt aber mit mehr Ultramarinblau in der Mischung, damit es einfach so ein wärmeres Blau wird als hier die Mauer. Und wieder darauf achten, dass es schön hell ist jetzt hier im ersten Farbauftrag. So richtig weiße Stellen haben wir nicht, aber wir haben sehr helle Stellen in der Jacke drin und dann eben ganz weiche Faltenwürfe und dann auch Schlagschatten. Da, wo es hier nach hinten weggeht, das wird dann später nochmal eingetragen. Ultramarinblau und ein bisschen Alizarin Karmesin, um es nochmal ins warme Rötliche zu variieren. Variation ist immer allerwichtigstes Designprinzip. Wenn man so 3, 4 Zentimeter in der gleichen Farbspur malt, dann sollte man langsam unruhig werden. Okay, hier ist wieder ganz hell auf der Seite, also wirklich viel Wasser mit rein. Hier kommt so ein Zipfel raus. So, jetzt habe ich das ja so grundiert und jetzt gehe ich mit dem Auswaschpinsel schon mal hin und mache oder hole mir so ein paar helle Stellen ganz weich hier wieder raus, wo es wirklich sehr, sehr hell ist. Also das kann ich jetzt ja hier auf meinem Foto sehen. Hier zwischen den beiden Falten ist es hell und hier auch. Und jetzt kommt der Pinsel mit der Blaumischung noch mal ein bisschen intensiviert. Ich nehme auch ein bisschen Sienna gebrannt mit rein. Und der Pinsel ist jetzt deutlich cremiger. Also ich war nicht noch mal im Wasser. Und damit setze ich jetzt hier schon mal diese kleinen Bewegungsfalten ganz weich rein. Da unten ist auch noch ein bisschen. Hier richtiger Schlagschatten, das kommt nachher noch. Da haben wir auch eine Dunkelheit hier. Da ist eine dunkle Stelle. Und hier. So lasse ich das jetzt erstmal. Also wichtig ist, dass diese hellen und dunklen Stellen hier jetzt noch ganz weich erscheinen. Ja, nicht mit einer harten Kante, sondern mit einer jeweils einer weichen, ja, mit einer weichen Kante. Und jetzt male ich zunächst mal die Wäscheklammern. Die kriegen so eine kleine leichte Grundierung aus lichter Ocker. Lichter Ocker und da kommt dann nachher auch noch Licht und Schatten dran. Aber erstmal, dass da was liegt an Farbe. So, und dann ist es jetzt, wenn wir diese weiße Wäsche malen, ist es eben so, wenn ich mir das jetzt hochziehe hier auf meinem kleinen Tablet, dann sehe ich deutlich gelbe Schattenbereiche und bläuliche Schattenbereiche. Mal gucken, hier kann man es super sehen. Immer da, wo was zurückreflektiert, wird es eben ein bisschen gelblicher hier. Ja, da schlägt das Licht hier auf die Sonnenseite des Stoffs und wird dann zurückgeschlagen. Und dann ist der Schatten nicht mehr blau, sondern gelb. Und es gibt harte Ränder und weiche Ränder. Überwiegend sind sie weich, aber es gibt ab und an schon mal einen Schlagschatten, der auch hartkantig ist. Ich mache mal diese großen Schattenflächen, die mache ich mir ein bisschen nass. Das ist einmal das hier. Dann haben wir hier alles im Schatten. Ich hatte das hier schon so ein bisschen schraffiert, aber ich glaube, diese Schraffur soll man auf alle Fälle nachher nicht sehen. Ist immer für mich ganz hilfreich zu wissen dann nachher, wo ich bin. Bisschen nass machen die großen Schattenbereiche, die man gleich hat. Aber nicht alles nass machen. Das ganze Handtuch würde ich nicht nass machen, weil diese scharfen Kanten sind schon auch wichtig. Oder man müsste es dann mit dem Tuch irgendwie wieder rausheben, ja, dass es scharfkantig wird. Okay, jetzt mische ich mir einerseits Ultramarinblau
und Alizarin-Karmesin zu einem schönen violetten Schattenfarbton, wo das Blau dann gerne überwiegen darf, aber es soll eben so ein violettes, bläuliches Farbgeschehen sein. Möglichst nicht zu dunkel, ist hier schon fast ein bisschen zu dunkel. Nicht zu dunkel und nicht zu hell. Jetzt haben wir hier unten ziemlich dunkles Blau, was aber auch schon eine Spur Ocker mitbekommt. Das ist wieder dieses Zurückschlagen. Hier unten ist es gelblich. Ja, und das Gelb kann ruhig auch als Gelb noch erkennbar sein. Ist jetzt bei mir recht grau geworden. Also man kann das Ocker ruhig so gelblich da reinsetzen. Das tut dem Ganzen gut. Und hier gibt es jetzt den weichen Verlauf. Hier ist noch relativ hartkantig, wobei es auch nicht eine ganz scharfe Kante ist. Aber hier ist es jetzt ganz, ganz weich. Hier kommt ein extra blauer Schatten runter. Und auch hier gibt es noch einen kleinen. Also ich gucke jetzt einfach ganz genau hin und male das, was ich hier sehe. Hier sehe ich wieder einen gelblichen Schatten hier drunter. Ist wirklich schön zu sehen. Und hier wahrscheinlich auch so ein bisschen. Und dann geht es aber bläulich weiter. Ein bisschen Zylin nehme ich jetzt mit rein hier in die Mischung. Und dann mache ich das hier mit dem Blau weiter. Hier ist alles schattig. Genau, und hier kommt noch ein weicher Schatten auf der anderen Seite rein. So, dann haben wir einen wirklich dunklen Schlagschatten, bläulich zwischen den beiden Handtüchern. Also das eine Handtuch ist ja vorne, das andere ist hinten. Und das ist ganz schön zu erkennen. Ich mache mal hier nochmal diese violette Mischung und gebe ein bisschen Lasur-Orange rein, dann wird das so ein bisschen angewärmt. Und jetzt kommt hier relativ dunkel der Schatten rein von diesem Handtuch, was jetzt hier hinten ist und wieder weich verblenden und unten gerne wieder ein bisschen Ocker mit rein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Kanten anlösen können. Wieder mit dem Auswaschpinsel bisschen weich machen hier. Also so richtig harte Kanten gibt es halt in diesem weichfallenden Stoff eigentlich nicht, auch wenn es vielleicht so aussieht. Also es ist ganz selten mal so ein echter Schlagschatten, sondern es ist ja eher so, dass der Stoff sich rundet und im Wind weht und das Ganze sehr beweglich ist. Und da würde ich doch eher mit weichen Kanten arbeiten. Auch hier mache ich so ein bisschen nass. Das hat hier große Flächen, die im Schatten liegen. Ultramarinblau und Alizarin, aber das Blau sollte überwiegen und gebe so ein bisschen Orange mit rein. Dann wird das Ganze ein bisschen neutraler und wärmer. Nicht mehr ganz so violett, sondern eher so ein bisschen, ah ja, hier ist jetzt wieder richtig orange zu sehen. Im Handtuch selbst. Und wieder mit dem Flachpinsel so ein paar Helligkeiten rausholen und auch ein paar Kanten wieder weich machen. Und hier habe ich ein bisschen zugemalt. Also ich arbeite mit dem Flachpinsel so, dass ich den nass mache und dann immer so ein bisschen anspitze mit der Hand. Dann hat er auch wirklich immer schön einen geschlossenen Pinselkörper hier und spreizt sich nicht auf. Okay, das kann ich jetzt erstmal wieder trocken föhnen, beziehungsweise wahrscheinlich ist es hier, wenn ich jetzt hier weitermache, ist es schon trocken. Ich mache jetzt weiter mit den Schatten auf der Wand und da haben wir eine ganze Menge. Ich mische wieder Ultramarinblau und Alizarin, schön viel anmischen und wir halten das Lasurorange hier in der Ecke noch bereit, um den Schatten zu variieren. Gerade wenn es so große Flächen sind, muss der Schatten farbig sein. Nicht in einer Farbe, sondern immer mal wechseln. So, hier fange ich jetzt an. Da haben wir einen schönen Schatten auf dem Foto und ich mache den hier einfach weiter auf die Wand, vielleicht mit so einem kleinen Versprung. So, jetzt mache ich hier oben mit ein bisschen einer anderen Farbe weiter. Und ich kann auch jetzt hier, wenn ich gutes Papier habe, flüchtig über das Dunkle ein bisschen mit drüber gehen. Oh je, meine Handtücher sehen aus wie nach einer Schlammbad. Wie nach einer Schlammschlacht. Ja, also man muss natürlich, die Schatten auf den Handtüchern müssen wirklich zart sein. Also hier gefällt mir mein rechtes besonders gut. Beim linken seht ihr schon, ist ein ganz klein bisschen zu dunkel und dann wirkt das nicht so. Es muss zart sein, auf dem Papier sich mischen, aber der Tonwert muss halt genau stimmen. Ich mache jetzt hier erstmal weiter. Kommt da hier so ein bisschen
Die weiße Wäscheleine lasse ich mal stehen. Um die Klammer herum. Nochmal hier schön beim Handtuch herum. Und vielleicht ein bisschen über die Fensterläden hier auch mit drüber. Dann kriegt das hier oben schön Gewicht, Dunkelheit und die weiße Wäsche strahlt noch heller. Gut, dann geht's weiter hier im unteren Bereich. Wieder Ultramarinblau, Alizarin. Und Schatten ist immer dann wirklich stimmig und gelungen, wenn die untere Farbe noch hindurch leuchten kann. Also es soll nicht zu dunkel sein, der Schatten, nicht zu cremig, so wässrig, dass man die darunterliegende Schicht immer noch mitsehen kann. So, jetzt kommt es hier dunkel rein. Ah. Wechsel mal auf den größeren Pinsel, weil das ist mir sonst hier zu viel Gefummel. Okay. Und jetzt schaue ich wieder auf mein Foto. Oh, hier ist eigentlich die helle Form, aber die kann ja auch irgendwo anders sein. Bisschen Orange jetzt wieder mit rein, dass es wirklich in der Farbigkeit sich ein bisschen variiert. Dann kommt hier ein gerader Schatten runter. Möglichst nicht auf der Palette komplett ausmischen, weil im Schatten reflektieren immer auch, also spielen Umgebungsfarben mit. Deswegen kann der ruhig einmal bläulich, einmal ein bisschen bräunlicher sein. Die gleiche Schattenform. Und hier mache ich, glaube ich, auch einfach schattig, obwohl es da auf dem Foto nicht ist. Und hier brauche ich auch noch kleine Formen. Habe ich jetzt erfunden. Dann geht hier noch so diese Wäscheleine einmal rum, aber so ganz blass nur. So vielleicht. Und ich wasche jetzt erstmal aus dem Hintergrund die Wäscheleine aus, wo sie hier vorhin verschwunden ist. Und man könnte sie jetzt auch hier komplett auswaschen. Also das sieht auch immer gut aus. Meistens sogar besser, als wenn man sie freigelassen hat, ja, weil das Auswaschen dann doch ein bisschen flüssiger und lässiger aussieht als so eine freigelassene Linie, die dann vielleicht zu dick ist oder zu ungleichmäßig. Und hier oben gab es ja noch eine zweite Wäscheleine, fand ich eigentlich auch sehr schön. Die wasche ich jetzt hier komplett einmal aus. Und da finde ich es auch schön, wenn man die nicht so ganz genau sieht, sondern mal tritt sie so ein bisschen zutage, mal verschwindet sie ein bisschen. Hier kommt sie zum Beispiel dunkel jetzt rein und hier geht sie wieder ein bisschen heller weiter. Also nicht so ganz genau, bisschen gebogen am Ende, sodass man es eben noch so als Variation des Themas erkennt. Also es muss nicht so ganz genau sein. Gut, jetzt mache ich noch ein bisschen Feinarbeit hier in den Wäschestücken. Ein klein bisschen mit Deckweiß noch die eine oder andere Kante und einen kleinen Glanz auf die Wäscheklammer. Also an den Handtüchern würde ich jetzt hier, an den beiden weißen würde ich, glaube ich, nichts mehr machen. Hier könnten wir noch mal versuchen, ein bisschen was Weißes reinzusetzen. Das habe ich vorhin hier an der Stelle leider ein bisschen zugemalt. Und auch hier glänzt es so schön in der Sonne. Und die Wäscheklammern obendrauf, kleinen Lichtreflex, vor allem die beiden Klammerhälften da. Naja, und wenn man jetzt wollen würde, könnte man auch die die Wäscheleine selbst hier so ein bisschen mit Weiß noch zum Glänzen bringen, die hier auch, aber nicht durchziehen, sondern nur so an ein paar Stellen. Und dann ist das Bild fertig, würde ich sagen. Ich mache es mal gerade, so. Gut, ich hoffe, bei euch ist die Wäsche schön sauber geworden heute und wedelt auf der Leine. Ich hatte noch irgendwas, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Ja, ich gucke dich an, weil du vielleicht einen Tipp hast. Nee, das war es erstmal. Ansonsten muss ich beim nächsten Mal erzählen, was mir jetzt gerade entfallen ist. Ich hoffe, ihr hattet einen vergnüglichen Malabend mit mir zusammen. Mir hat es Spaß gemacht. In diesem Sinne, fröhliches Weitermalen. Tschüss für heute Abend.